Hallo Modellbahnfreunde, ich darf euch heute hier zum Dezember-Update 2024 auf meinem Modellbahnkanal Weppels Wunderwelt begrüßen. Was habe ich heute alles dabei? Zum einen den Bauupdate, wie immer, und dann was gibt es Neues auf der Anlage. Dann noch ein kurzer Jahresrückblick und eine Vorschau, was wird 2025 so passieren. Und zu guter Letzt wieder ein paar Fahrszenen. Bis im November hatte ich den Bahnsteig etwas weitergebaut und jetzt habe ich die komplette Ausstattung für den Bahnsteig noch fertig gemacht. Das heißt, es sind jetzt noch Bänke, Werbeplakate und so weiter hinzugekommen und gleichzeitig auch noch ein paar Personen aufgestellt worden. Somit ist der Bahnsteig zwischen Gleis 2 und 3 jetzt abgeschlossen. Hier ist zunächst einmal der Ist-Zustand am Anfang Dezember zu sehen. Das ist das vorbereitete Material: Bänke, Hinweisschilder, Fahrpläne, Abfalleimer und Bahnhofsuhren. Ab hier läuft das Video im Zeitraffer-Modus. Zunächst wurde das Dach des Bahnsteiges entfernt. Anschließend wurden die Bänke, Fahrpläne und Abfalleimer sowie die Uhren platziert. Danach habe ich im Dach noch die Gleisanzeigen und die Bahnhofsschilder von Weppelheim angebracht. Danach habe ich eine Auswahl an Figuren von Preiser, Faller und noch auf dem Bahnsteig verteilt. Die Figuren waren schon vorher in Gruppen zusammengestellt, damit die Anordnung später noch Sinn ergibt.
Zum guten Schluss kommt das Dach wieder auf den Bahnsteig. Hier noch einmal ein paar Bilder des Endzustandes. Und so würde es für einen Lokführer aussehen. Erst einmal die Durchfahrt über Gleis 2. Über Gleis 1 geht es dann wieder zurück. Und noch einmal über Gleis 3 in die andere Richtung. Hier ist jetzt sehr gut der Unterschied zwischen Gleis 1 und 2 mit eingefärbtem Schotter und Fahrdraht zu Gleis 3 mit nur gerosteten Schienen und Gleis 4 bis 7 mit unbehandeltem Seegleis zu erkennen. Bei den Neuheiten sind 2 Lokomotiven und 2 Wagenpakete dazugekommen. Die sieht man auch hier schon schön stehen. Zum einen ist es das Wagenpaket 43189, Personenwagenset Deutsche Weinstraße. Dazu die Lokomotive eine 218 mit der Artikelnummer 39215 von Märklin. Hier ganz schön zu sehen. Die zweite Neuheit, die hinzugekommen ist, ist das Insider-Paket. Das heißt, es ist die V200-002 mit der Artikelnummer 38200 und das Wagenpaket, das zugehörige, das Schnellzugwagenset F41 Senator mit der Artikelnummer 43233, ebenfalls hier im Bahnhof zu sehen. Hier ist jetzt noch das schöne Modell der V200-002 von Märklin mit der Artikelnummer 38200 zu sehen. Es sind wieder zahlreiche Soundfunktionen verbaut. Es handelt sich bei der Diesellokomotive um eines der Vorserienmodelle. Die Unterschiede zur Serie wurden gut umgesetzt.
Der zugehörige F-Zug ist der F-41 Senator von Märklin mit der Artikelnummer 43233. Beides konnte nur von Mitgliedern des Insider-Clubs erworben werden. Hier einmal moderne Zeiten auf meiner Anlage. Die Diesellokomotive 218-401-8 in Epoche 4 Ausführung ist bei Märklin mit der Artikelnummer 39215 im Frühjahr erschienen. Das zugehörige Wagenset Deutsche Weinstraße erschien dann in den Sommerneuheiten unter Artikelnummer 43189. Bevor wir jetzt noch zu einer kurzen Bilderschau über die vergangenen 12 Monate kommen, möchte ich mich noch bei allen meinen Abonnenten und denjenigen, die Kommentare geschrieben haben, recht herzlich bedanken. Es war dieses Jahr doch ein sehr schönes Jahr, erfolgreiches Jahr aus meiner Sicht. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Und jetzt folgen noch einige Bilder und aus dem Jahr 2024, was sich hier so alles an der Anlage getan hat. Im Januar 2024 konnte die Felswand auf der rechten Seite des Talkessels abgeschlossen werden. Hier wurden dann auch gleich noch einige Figuren verteilt. Weiterhin konnte am Bahnübergang am anderen Ende der Anlage noch eine Schafherde platziert werden. Im März habe ich dann die Oberleitungsmasten für die Innenkurve gefertigt, die Straße verlängert und die Oberleitungsmasten aufgestellt. Ab April ging es dann mit dem Untergrund für die Güterhalle und für den Bahnhof los. Dieser besteht wie auch die Straße aus graviertem Styrotur. Weiterhin habe ich eine Bahnsteigverlängerung für den Bahnhof angefertigt und die ersten Oberleitungsmasten für Gleis 1 und 2 vorbereitet. Im Mai habe ich dann den Untergrund eingefärbt, im Bereich der Post und der Lagerhalle Figuren aufgestellt und zuletzt noch begonnen, Gleis 1 zu schottern. Im Juni folgten noch die Figuren für den Bahnhof. Gleis 1 wurde fertig geschottert und im Bereich des Stellwerkes wurde ein Übergang für die Bahnmitarbeiter geschaffen. Im Juli folgten noch die Turmmasten mit Ausleger für die beiden Gleisenden. Der Bahnsteig für Gleis 2 und 3 wurde erstmals probegestellt. Im August wurde der Schotter von Gleis 1 nachgefärbt und der Fahrdraht über Gleis 1 angebracht und anschließend noch lackiert.
Bis Oktober habe ich dann den Bahnsteig angefertigt. Im November folgte noch ein Weg vom Bahnsteig zum Übergang am Stellwerk. Die Zwischenbereiche wurden mit Sand befüllt und eingefärbt. Gleis 2 wurde geschottert, der Schotter noch eingefärbt und der Fahrdraht aufgehängt. Für die Vorschau ist jetzt noch einmal ein kurzer Rundgang durch die Anlage geplant, wobei ich da entsprechend erkläre, was, wo, wie weitergehen soll. In der Vitrine soll im nächsten Jahr eine weitere Ebene, die dritte von unten, befahrbar gemacht werden. Hinter dem Bahnbetriebswerk und der Stadt soll noch ein Hintergrund entstehen. Im Bereich des Industriegebietes soll eine Schleife mit Parkplätzen für das MCC Carpark-System entstehen. Am Bahnhof sollen die Gleise 3 bis 7 inklusive der beiden fehlenden Bahnsteige weitergebaut werden. Die Felswand des Talkessels soll auch weitergebaut werden. Nächstes Jahr um diese Zeit wird man sehen, was daraus geworden ist. Das war's dann wieder für heute. Es folgen jetzt noch einige kurze Fahrszenen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare und Abos und einen Daumen hoch. Vielen Dank. Kommt gut ins neue Jahr. Euer Weppel.